vorwegzunehmen, wir haben der Grünen Bundestagsfraktion empfohlen, am Ende einem gemeinsamen Verhandlungsergebnis mit CDU und SPD zuzustimmen. Wir haben mit CDU und SPD uns darauf einigen können, dass aus diesem Infrastruktur-Sondervermögen 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds überführt werden. Willkommen in der Realität. Ungeschönt, ungefiltert, unangenehm für die da oben. Erst blockieren, dann abkassieren. Genau so haben es die Grünen gemacht. Erst waren 50 Milliarden nicht genug, jetzt müssen es 100 Milliarden sein. Und natürlich alles für das Klima. Merz, SPD und die Grünen haben sich auf einen gigantischen Geldtopf geeinigt, aus dem alle schöpfen wollen. Wer hier noch an ehrliche Politik glaubt, der wird heute eines Besseren belehrt. Schaut euch das an und lasst eure Meinung da. Kommentiert, liked und abonniert, wenn ihr genug von diesem Wahnsinn habt. Auf geht's! Und Sie wissen, dass wir in den letzten Tagen intensiv und sehr ernsthaft mit CDU und SPD über ihre Vorschläge zu 3 Grundgesetzänderungen beraten haben. Die Verhandlungen wurden heute Mittag um 12 Uhr abgeschlossen und danach sind Britta Hasselmann und ich auch nach Rücksprache mit unseren beiden Parteivorsitzenden Franziska Brandner und Felix Banatschak, denen wir an dieser Stelle wirklich sehr herzlich für das Vertrauen und den gemeinsamen Weg an dieser Stelle danken möchten, sind wir in unsere Fraktionssitzung gegangen und haben die Verhandlungsergebnisse, die wir in den letzten Tagen erzielen konnten, vorgestellt. Und um es vorwegzunehmen, wir haben der Grünen Bundestagsfraktion empfohlen, am Ende einem gemeinsamen Verhandlungsergebnis mit CDU und SPD zuzustimmen. Das war für uns als Grüne lange offen. Wir haben es Ihnen gesagt vor einer Woche gemeinsam mit unseren Parteivorsitzenden, dass die Grundgesetzänderungen, die Vorlagen aus unserer Sicht nicht geeignet waren, in ausreichendem Maße das Richtige zu tun. Sowohl mit Blick auf Sicherheit, da wird Britta Hasselmann gleich drüber sprechen, als aber auch mit Blick, und das war unser zweiter großer Fokus in den Verhandlungen, mit Blick auf eine notwendige Reform der Schuldenbremse. Wir haben es sehr klar gesagt in den letzten Tagen immer wieder, wenn wir zusätzliche Kredite zur Verfügung stellen, im Rahmen einer Reform der Schuldenbremse, im Rahmen in diesem Fall eines Sondervermögens, dann wollen wir als Grüne sicherstellen, dass das Geld, was aufgenommen wird, auch tatsächlich in die Zukunft investiert wird. In eine moderne Wirtschaft, in ein Land, das einfach funktioniert, in Klimaschutz. Und nur dadurch, dass wir jetzt gemeinsam verabreden konnten, dass das Kriterium der sogenannten Zusätzlichkeit verankert wird in diesem Sondervermögen, das neu geschaffen wird, nur dadurch können wir sicherstellen, dass nicht Hunderte von Milliarden Euro am Ende genutzt werden, um Steuersenkungen aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Dafür ist so eine Reform nicht da und dafür braucht das Land auch Zukunftsinvestitionen viel zu sehr, gerade jetzt. Der zweite Punkt, Klimaschutz. Wenn wir hier vor Ihnen stehen und sagen, wir verhandeln, dann verhandeln wir natürlich als allererstes als Grüne für mehr Klimaschutz. Das haben wir sowohl gemacht mit Blick auf das Infrastruktur-Sondervermögen selbst. In diesem Infrastruktur-Sondervermögen wurde jetzt der Titel geändert. Nicht nur die Finanzierung von Infrastruktur, sondern auch die Finanzierung von Investitionen in Klimaschutz sind jetzt klar mit verabredet. Wir haben im Grundgesetz verankert, dass diese Investitionen dem Ziel der Klimaneutralität 2045 dienen sollen. Das ist erstmals so in dieser Klarheit im Grundgesetz verankert mit dem Ziel der Klimaneutralität 2045. Und auch das war für uns in der Sache sehr wichtig. Dritter Punkt. Wir haben mit CDU und SPD uns darauf einigen können, dass aus diesem Infrastruktur-Sondervermögen 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds überführt werden. Das ist deshalb so wichtig, weil in diesem Klima- und Transformationsfonds eine ganze Reihe von Klimaprojekten sind, wie beispielsweise der klimaneutrale Umbau der Industrie, aber auch eine Wärmewende, eine Heizungsförderung, Projekte, die wir als Grüne in den letzten Jahren angeschoben, vorangebracht haben und deren Finanzierung aber aufgrund einer herausfordernden Lage des Klima- und Transformationsfonds ungewiss war. Diese 100 Milliarden Euro werden an der Stelle
einen Unterschied machen. Und wir sind auch dankbar in Richtung von CDU und SPD, dass wir gleichzeitig verabreden konnten, dass die Finanzierung der EEG-Umlage im Kernhaushalt im Einzelplan 60 bleiben wird und nicht wie in der Vergangenheit aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wird, weil das hätte erhebliche Spielräume im Klima- und Transformationsfonds gebunden, die wir brauchen für Klimaschutzprojekte. Wir als Grüne werden in der kommenden Legislaturperiode in der Opposition sein. Das heißt, wir werden nicht mitentscheiden können, in welcher Art und Weise CDU und SPD über die Mittel, die jetzt durch unsere Stimmen für eine Grundgesetzänderung zur Verfügung gestellt werden. Was wir beide in den Verhandlungen schaffen konnten, war, dass das Geld in die richtige Richtung gelenkt wird. Der Klima- und Transformationsfonds ist jetzt so aufgestellt, dass ein künftiger Wirtschafts- und Energieminister das Richtige tun kann. Das werden wir an dieser Stelle nicht entscheiden können, auch wenn wir sehr gerne auch weiterhin einen Wirtschafts- und Energieminister gestellt hätten. Wir haben aber jetzt CDU und SPD die Möglichkeit gegeben, das Richtige zu tun. Und wir können nur an beide Fraktionen appellieren, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, werden Sie dem Klimaschutz gerecht. Wir haben dafür getan, was wir an dieser Stelle tun konnten. Wir haben gerade mit der Grünen Bundestagsfraktion diskutiert, aber wir haben noch keine Probeabstimmung gemacht. Das werden wir noch tun, wenn wir zu einer ordentlichen Fraktionssitzung einladen, dann auch nochmal das Stimmverhalten zu erfragen. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen unserer Abgeordneten zu diesem Verhandlungsergebnis bekommen. Man muss dazu sagen, natürlich, und auch da stehen wir jetzt vor Ihnen als diejenigen, die das verhandelt haben, hätten wir uns als Grüne Bundestagsfraktion durchaus vorstellen können, dass wir auch jetzt schon zu einer strukturellen Reform der Schuldenbremse kommen. Aus unserer Sicht wäre das auch jetzt schon notwendig gewesen. Daraufhin haben wir auch verhandelt. Das war in diesem ersten Schritt noch nicht möglich. Und das waren auch Punkte, die natürlich von unseren Abgeordneten auch gefragt wurden, gerade in der Fraktionssitzung. Wir haben uns jetzt mit CDU und SPD darauf verständigt und auch danke dafür, dass wir in einem gemeinsamen Entschließungsantrag auch einen Prozess nach vorne verabreden werden mit Blick auf eine künftige grundsätzliche Reform der Schuldenbremse. Und wir schließen uns der Aussage, die CDU und SPD miteinander ja bereits getroffen haben im Rahmen ihrer Sondierung an. Es wäre gut, richtig und wichtig, noch im Jahre 2025 auch eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse anzugehen und diese im Deutschen Bundestag zu beschließen. Wir werden da aus der Opposition heraus der Motor sein. Wir sind aber auch bereit an dieser Stelle für gemeinsame Entscheidungen. Das Zweite ist die Frage der Zusätzlichkeit. Wir haben das Ganze jetzt so geregelt oder das wird so geregelt durch einen Änderungsantrag, der zum Gesetzentwurf von CDU und SPD eingebracht wird, dass im Vorschlag für ein Infrastruktur- und Klimainvestitionssondervermögen aufgeschrieben ist, dass diese Investitionen zusätzlich sein müssen und dass die Zusätzlichkeit auch so definiert ist, das wird im Grundgesetz schon drinstehen, dass ein angemessenes Investitionsniveau im Bundeshaushalt gewährleistet sein muss. Erst wenn dieses Investitionsniveau überschritten wird, erst danach können die Kreditermächtigungen aus diesem Sondervermögen genutzt werden. Und unsere Haushälter, und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an Sven Kindler, der eigentlich schon aufhören wollte und uns immer noch berät in diesen Verhandlungen, die haben sich zusammengesetzt und auch in der Begründung zu diesem Änderungsantrag noch einmal sehr genau präzisiert, welche Investitionsquote das ist. Der Referenzwert wird mit Blick auf das Jahr 2024 sein. Das Investitionsniveau dort wird als Referenz verwendet im Bundeshaushalt. Und wenn dieses Investitionsniveau überschritten wird, dann können die Kreditermächtigungen angenommen werden. Das heißt, wir garantieren, dass es nicht im Bundeshaushalt ein Absinken der Investitionen gibt und damit ein Verschieben bereits bestehender Investitionen in ein neues Sondervermögen, sondern dass das wirklich zusätzliche sein müssen. Katharina Dröge und die Grünen haben mal wieder bewiesen, wie sie wirklich ticken. Erst blockieren sie alles, stellen sich quer und tun so, als hätten sie moralische Bedenken. In Wahrheit wollten sie nur mehr Geld rausschlagen, genau wie ich in einem meiner letzten Videos vorausgesagt habe. Das war ein abgekartetes Spiel. Erst waren 50 Milliarden angeblich zu wenig, dann wurde gefeilscht und plötzlich sind 100 Milliarden genau richtig. Und natürlich, wie immer, unter dem Deckmantel des Klimas. Aber der wahre Drahtzieher hinter diesem Irrsinn ist Friedrich Merz. Er hat die Bürger nach Strich und Faden getäuscht, weil er Kanzler werden will. Er nimmt Schulden auf, schiebt den Grünen 100 Milliarden rüber und erkauft sich so seinen Posten. Das ist pure Machtgier.
Während normale Leute sich überlegen müssen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen, haut Merz Milliarden für grüne Fantasien raus. Und dann stellt er sich noch hin und tut so, als wäre er der große Kritiker. Lächerlich. Diese Altparteien sind alle gleich. Heuchler bis ins Mark. Aber gut, das war's für heute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.